Ein kleiner Tümpel. Tümpel, Tümpel. Ja, wir sind hier in der Start- und Einflugschneise eines Flughafens. Entschuldigung für den ständigen Flugzeuglärm, aber das wird wahrscheinlich in ein paar Minuten Takt sein oder Sekundentakt. Aber ansonsten eigentlich recht hübsch. So. Ihr könnt das wahrscheinlich nicht ganz sehen, aber da hinten verläuft wieder eine Straße. Und damit wir ein bisschen Wald sehen und ein ungestörtes, lauschiges Plätzchen finden, gehen wir mal hier lang. In die Richtung, da scheint ein bisschen mehr Baum zu sein. Ich dachte mir, ich gehe heute mal ein bisschen spazieren und gucke mir ein paar umliegende Bereiche an. Und das ohne 20 bis 25 Kilo Gepäck mitzuschleppen. Mal schauen. Ein Hotte-Hü-Gehege. Plus ein kleines Flüsschen, ja, wo auch 2 Enten schwimmen. Vielleicht kriegt man die guten Kleinen auch ins Bild rein. Na, wo seid ihr? Nö, die schwimmen wieder zurück. Ein Hotte-Hü-Weg.
Ich würde ja fragen, gehen wir rechts oder gehen wir links? Aber das hier ist kein Livestream und kein Chat. Ich würde mal sagen, da lang nicht, weil offensichtlich eingezäunt. Ohne auf die Karte jetzt zu gucken, oder anders gesagt, auf die Goggle-Karte zu gucken, würde ich sagen, wir wandern hier mal lang. Und grundtechnisch, weiß ich nicht, habe schon länger kein Schild mehr, das irgendein Landschaftsschutz oder sonst was sagt oder etwas untersagt. Aber gut. Und schon wieder eine Zerstörungsschneise. Also ich bin ja echt gewollt, da reinzugehen. Um das mal so zu sagen. Na, hatte Hü. Bitte nicht füttern. Aber Pferdchen, die irgendwo rumstehen, kriegen ja eigentlich Futter vom Besitzer. Und so wie das hier aussieht, sind auch reichlich Futtertröge vorhanden. Von daher anschauen, sich freuen. Ich meine, hier sind schöne Plätze. Zwar auch teilweise, naja, mit toten Ästen und Bäumen irgendwo rumhängt, relativ gefährlich, was so ein kleines Lagerchen angeht. Aber naja. Und entschuldigt bitte, wenn das ein ganz klein wenig irgendwie wackelt oder zittert. Dieser Selfie-Stick ist nicht unbedingt ja, der Bringer. Und bei UHD-Aufnahme habe ich keinen Bildstabilisator. Leider. Der ist nur bei Full HD möglich. Und da kommen die Farben leider nicht so schön rüber. Wobei farblich ist das hier eher Eigentlich gefällt mir der Waldbereich hier sehr gut. Es sind größere Waldinselflächen als in den Bereichen, wo ich vorher war. Allerdings, in den Bereichen vorher sind keine ausgewiesenen Schutzgebiete. Von daher, und wir wissen ja alle, geisteskranke aufgestellte Schilder sind zu befolgen. Die Frage ist nur, wenn die alles abholzen, warum dürfen unser eins da nicht ja, weiden, bushcraften
oder einfach nur eine chillige Zeit im Wald verbringen. Ich meine, sorry Leute, bis auf der Flugzeuglärm ist das doch einladend. Ich sehe nicht mal einen anderen Weg auf der anderen Seite. Allerhöchstens ein Hotelweg. Hier das gleiche. Schön dicht, schön laubig. Oh, das wäre so ein idealer Fleck, mein Herbsttarntab auszuprobieren. Wisst ihr was? Ich unterbreche mal eben kurz das Video und schaue mir auf der Karte an, wo ich genau bin und ob das hier ein ausgewiesener Schutzbereich ist. Bis gleich. So Freunde, ich bin wieder da. Die Flugzeuge nerven alle, keine Ahnung, 30 Sekunden oder sowas. Ist ein bisschen nervig. Aber ich habe mal geschaut. Der Landschaftsschutzbereich, den ich vorhin meinte, der ist ich glaube jetzt so circa 1,5 Kilometer von mir entfernt. Und in diesem Waldstück, wo ich mich jetzt befinde und wo ich vorhin schon die ganze Zeit wegen dem Bäumchen gejammert habe, ja, es ist kein Schutzgebiet. Weder über Naturschutz noch Landschaftsschutz noch irgendeinem anderen Schutzbereich. Das Ganze habe ich einmal über die offizielle Seite nachgeschaut und auf auf Hähnchen Maps ist es auch nicht als Schutzgebiet deklariert. Von daher würde ich mal sagen, nervtötende Flugzeuge, ja. Aber guckt euch den mal an. Sieht aus wie ein fliegender Leuchtturm. Ja, wie war das? Dann GPS und Ortungssysteme in Schiffen braucht man die Leuchttürme nicht mehr. Jetzt hat man Flügel dran gebaut und schiebt sie in die Luft. Nee, Spaß beiseite. Ich finde, hier ist das ein bisschen sehr durchsichtig und übersichtlich für ein potenzielles Fleckchen. Und da scheint es dichter zu sein. Was meint ihr? Eine Hopsa, rüber und ab in den Wald? Wäre doch was. Und ich würde mal sagen, naja, da kann man auch schon mal sagen, hier ist so ein ganz kleiner Trampelpfad. Und ganz ehrlich, ich habe ja mit dem Förster für diese Waldbereiche schon vorab gesprochen und definiert und vorgestellt, was ich so mache und was ich vorhabe. Und grundlegend hat er kein Problem damit. Und ganz ehrlich, das sind doch irgendwelche Spuren von Fahrzeugen, die hier durch den Wald gedödelt sind. Also steht dem Ganzen wohl nichts im Wege, dass ich mich hier durchbewege und man hier mal schaut, dass man ein hübsches Fleckchen findet. Kleine Tümpel. Hier sind anscheinend ziemlich viele kleine Nebenarme von einem Flüssel. Zumindest wenn es etwas mehr geregnet hat. Entschuldigt bitte, wenn die Kameraführung jetzt noch wackeliger ist als auf dem Weg. Aber es ist etwas ja, unwegsam. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da kommen irgendwelche Häuser.
Ich sage ja, entweder hat man einen Wald, wo alle 25 Meter irgendein Weg ist, wo man auf so einer Parzelle von, keine Ahnung, gefühlt 25 mal 25 Metern sitzt und man sich, wie in dem vorangegangenen Video, Moinsen, Pöti, komm her, oder Pilzi, anhören muss. Da finde ich es hier eigentlich schon genialer. Und so wie es aussieht, würde ich mal sagen, das hier hat so Mischwaldniveau. Wir haben Parzellen mit, oder partiell Laubbäume, Nadelbäume. Ich würde sagen, bis auf dieser Flugzeuglärm ist das hier eigentlich ein hübsches Fleckchen. Schreibt es mal in die Kommentare. Wäre das was für ein Lagervideo? Weiter in die Richtung möchte ich eigentlich nicht. Da ist wieder der Weg, auf dem wir vorhin waren. Der führt da lang. Und ich würde sagen, wir gehen in die Richtung und lassen die Häuschen mal rechts liegen. Und zur Grundinformation, ich bin so circa, na komm schon, ja, circa 4 Kilometer von meinem Zuhause weg. Das heißt, bis hier zum Wald sind es um die 4 Kilometer. Allein 2 Kilometer brauche ich, um aus der Stadt rauszukommen. Und dann nochmal so 1,5 Kilometer, um den Naturschutzbereich hinter mir zu lassen. Und schaut mal hier, das sieht doch nach einer kleinen, nach einem Versuch einer Wandkonstruktion und einem Tischchen aus. Ich bin aber nicht derjenige, der sowas dann nutzt. Da, wenn man sich das dann mal vornimmt und sich dahin packt und der Ersteller des Ganzen auftaucht, es gibt zwar eigentlich keinen Ärger, aber anderen Leuten Plätze möchte ich nicht unbedingt nutzen. Von daher schauen wir einfach mal weiter. Ja, das Video geht jetzt 9 Minuten. Ich quatsche euch dick. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Schreibt es mal in die Kommentare. Wollt ihr mehr stille Videos? Oder sowas hier? Quatsch dicht. Ups. Ja, das ist auch mal wieder toll. Ich setze erstmal einen Marker mit schönem Spot. Bin gleich wieder da. Da sind wir wieder. Markierung für den Bereich ist gesetzt. Der sah doch ganz schön aus. Bis auf, dass da schon jemand sein kleines Lager versucht hat. Und ja, Müll im Wald. Oh Mann. Leider habe ich keine Mülltüten dabei. Die sind alle im Equipment drin, also im Rucksack. Sonst würde ich ja gewillt sein, das einzusammeln. Aber heute nicht. Leute, wenn ihr in den Wald geht und quer lauft, bitte, 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 nehmt euren Müll mit. Packt ihn in die Tasche und nehmt ihn mit. Es ist nicht schwer. Vor allem so ein kleiner Kosmetikbeutel aus Plastik, wo man Müll reintut, wenn man durch die Gegend wandert. Das reicht schon. Oh, hier ist eine Straße.
hier ist eine Straße. Okay. Gut, das heißt aber nicht, dass ich mit dem Auto herfahre. Ich meine, 5 Kilometer. So what? Das geht auch so. Laut Karte ist hier auch ein vielversprechender Wald. Grundtechnisch ist das hier doch auch schön. Naja, bis auf Mr. oder Mrs. Vertikalbaum, nee, Horizontalbaum, Entschuldigung. Aber grundtechnisch ist das doch eigentlich ganz nett hier. Wow. Das war etwas tiefer. Ah, nicht etwas tiefer. Das ist nicht nur ein Graben, das ist ein Fluss. Oh, schön. Zum Glück sind die Stiefel bis kurz vor Schaftende wasserdicht. Okay. Hier ist wieder ein Weg. Grundlegend sieht es schön aus. Ja, und dann hast du da irgendwo wieder einen Wanderweg. Jo. Ist mal wieder der Bringer. Aber grundlegend ist es hier um einiges besser, weil nicht alle 25 Meter ein Weg ist und die die Waldabschnittsbereiche deutlich größer. Da ist wieder eine Hütte oder sowas. Ich nehme mal an, da. Na. Da. Ich nehme mal an, dass da wieder der Wald zu Ende ist. Das heißt, wir gehen mal in die Richtung. Aber insgesamt sind halt die Bäumchen alle ein bisschen, ja, hier hängt viel Totholz oben in den Kronen und in anderen Bäumen. Ist schwierig. Aber ich markiere mir das mal. Grundtechnisch gefällt mir es mir hier. Große Waldabschnitte, wenig Wege und bisher sind mir nur 2 Pferdchen, ein Wanderer mit Wanderstöcken und ein Typi mit dem Hund über den Weg gelaufen. Das ist eigentlich eine niedrige Quote. Sonst habe ich immer, keine Ahnung, innerhalb von einer Stunde 40 Leute. Ich würde sagen, das ist gut hier. Bis gleich. Ja. Ja. Hübsche Lichtung. Ja. Das sieht doch eigentlich ganz nett aus hier. Hängt auch wenig Totholz oben.
Wobei ich ja nicht derjenige bin, der eine Lichtung benutzt. Aber das sieht mehr nach Weiden aus. Irgendwas Pilzmäßiges. Aber ja. Schön aufgeschichtet mit doch nicht lang. Aber ganz ehrlich, wollen wir da rein? Oder wollen wir da gucken? Wir gehen da gucken. Kann man sicherlich auch rechts rein. Dann passt das. Sieht doch vielversprechend schön aus. Nicht so leicht zu durchschauen, etwas dichter. Ich sitze ja ungern auf irgendwelchen Flächen, wo man kilometerweit gucken kann. Der hat so, so ein Punkt von Präsentierteller. Oh, das sieht auch nett aus. Aber da gibt es irgendwie ein anderes Schild. Schauen wir mal. Ah ne, das ist eine Erste-Hilfe-Station, offensichtlich. Ja, Hinweise, wo man sich befindet, GPS-Daten, etc. Ist für mich jetzt echt unrelevant, weil wenn was ist, dann schickt das Handy notfallmäßig die GPS-Daten. Hübsch, hübsch hier. Der Abschnitt gefällt mir auch sehr. Hinter mir ist ein Pferdchen mit Raddarin aufgekreuzt. Aber naja. Das Pferdchen muss wohl mal Wald grasen. Was meint ihr? Hier ist doch auch schön. Ein fließender Fluss oder Bach. Viel mehr. Da könnte man doch glatt mit dem Wasserfilter Wasser nehmen. Entschuldigung, aber so übel sieht das Wasser nicht aus. Man kann zumindest bis auf den Boden gucken. Ich hoffe, mir fällt das Handy jetzt nicht rein.
Wasserlebewesen sind auch vorhanden. Allgemein sieht es gut aus. Prädestiniert für Wasserfilter. Das wird ein längeres Video, ich sage euch das. Ja, vielleicht mache ich das in mehreren Teilen. Mal gucken. Ja, ich würde sagen, ich markiere mir das erstmal und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Teil. So, und pünktlich zum nächsten Flugzeug habe ich euch wieder reingeschaltet. Ja, Markierung ist gesetzt. Jetzt wollen wir mal sehen, dass wir hier rüberkommen und noch mal ein bisschen gucken. Weil eine Wasserentnahmestelle ist schon mal gut. Das Wasser roch mit der Hand reingehen und einmal so ein bisschen was in der Handfläche hochholen und dran riechen. Es roch auch nicht komisch, merkwürdig oder sonst wie. Guckt euch das an. Wenn man redet, dann verschwinden die Vögel. Schade. Ups. Eben mal schnell durch, da wird dann schon nichts passieren. Außerdem, wenn es dauerhaft knacken würde, würde ich dann nicht unter durchgehen. Und im Moment ist ruhig. Wir haben auch keinen Wind oder ähnliches, wo man sagen könnte, ja, das ist jetzt ein Problem. Aber grundtechnisch sieht es hier auch nett aus. Da vorne kommt ein Feld. Das heißt, in der Richtung habe ich keinen weiteren Weg zu erwarten. Außer diesen kleinen Trampelpfad hier. Und hier ist wieder ein reiner Laubbereich. Also es scheint wirklich so ein Mischdings zu sein, so eine Mischaktion. Von daher, so. Da ist auch wieder eingezäunt und einmal eine Runde Stahlmüll. Super. Die Frage ist ja, ob es zu dem Bereich da hinterm Zaun gehört und einfach über den Zaun rübergeschmissen wurde oder ob das hier schon ewig liegt. Und so ein Blechdach oder so. Aber insgesamt ist es hier auch wieder einigermaßen schön. Hinter mir geht es halt zu diesem kleinen Trampelpfad, der noch weiter in den Wald führt und zu einem kleinen fließenden Fluss oder Bach. Und geradeaus ist nicht viel. In der Richtung ist recht dicht. Bis auf das Ding, was jetzt nicht schön ist. Und ich gerade merke, ich stehe drunter. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, auch nicht schlecht. Aber viele Wickelmacher, die irgendwo rumhängen. Also von daher ist jetzt auch nicht unbedingt so der Burner. Zuzüglich Bäume, die von Natur aus schon relativ schief stehen. Auf den ersten Blick schön. Auch schöne Fläche. Aber Bodenvertiefung, für euch vielleicht schwierig zu erkennen. Aber bei gewissen Flussbereichen und potenziellen Absenken oder Rinnen, die da langlaufen, bei etwas mehr Regen hat man dann nassen Arsch. Oder man fängt mit seiner luftigen Isomatte an, nachts davon zu treiben. Wenn man dann im Schlaf noch anfängt, im Schlafsack auf der Isomatte oder Luftisomatte dann noch La Paloma Ohe zu singen, ja, dann weiß man alles. Gut, mit irgendwie Nässe von unten habe ich bei meinem Schlafsack eher weniger Probleme. Das ist so eine schöne Bundeswehr-Version mit abnehmbaren Biwaksack dran. Ja, ihr werdet lachen. Scheiße, bla. Nö. Es gab 2 Versionen aus 2 Jahren in einem Jahrzehnt. Das war ja speziell angefertigt. Und das habe ich mir sagen lassen. Von einem, der damit haufenweise Biwaks gemacht hat. Und zwar nicht nur hier in Deutschland. Der war mit dem Ding
keine Ahnung, auch in kalten Bereichen, so wie er sagte. Und ja, er hatte mir da das Jahrzehnt und die Produktionsjahre genannt. Wenn ich was Vernünftiges haben will, dann soll ich danach suchen. Und am besten dann noch mit sowas wie KSK-Markierungen drin. Die sind dann wirklich. Und ja, im Sommer braucht man den auch nur als Decke zu nutzen. Also bis sowas wie 15 Grad oder so als Decke. Und im Winter kannst du ihn dann geschlossen mit dem Biwaksack nutzen. Dazu noch ein paar Felle und du schläfst warm und wie Murmeltier. Da haben wir ein, yay, ich nenne es immer gerne ein Wookie-Lager, weil es aussieht wie bei den Wookies aus SW. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie das sagen darf oder ob ich dann irgendwie, ja, lizenzrechtlich ist, kriege. Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach mal, schau, was passiert. Wer weiß. Oh, die Flugzeuge sind echt nervig. Wow. Das sieht auch eher so aus wie, als wenn da jemand sich Mühe gegeben hat, um noch sowas wie eine kleine Umrandung des Lagers zu bauen. Nice. Ich meine, ja, kann man machen, ja. Aber ganz ehrlich, wenn es einfach zu schiffen, dann ist man das. Eine Wookie-Hütte, na wunderbar. Es riecht hier auch nicht mal ansatzweise nach Kienspan oder ähnliches. Allerdings habe ich nicht mal ein Messer mit, geschweige denn eine Säge. Wie gesagt, es ist heute eigentlich nur eine Runde weit spotten.